Aber das ist das, was ich gerade sagen wollte. Also es ist so übelst doppelmoralmäßig. Weil zu Release des Spiels, ich meine, klar, das ist natürlich auch zu heftig, keine Frage. Das verlangt ja auch keiner, dass es gleich doppelt so viel gibt. Aber zu Beginn von Flive Universe war es so, da gab es eine Cash-Up-Aktion, wo du einfach die doppelten F-Coin für dein Geld bekommen hast. Du hast 100 Euro gecashed und hast über 20.000 F-Coin bekommen. 21.000 müssten es gewesen sein. Für einen Huni. Statt 11.000. Hast du einfach 21.000 bekommen. Und diese Aktion lief Monate oder Wochen. Also es gab Server, die sind 4 Wochen früher gestartet und Server, die sind 4 Wochen später gestartet. Und also auf den Servern, die zuerst gestartet sind, auf jeden Fall lief es dann Monate gefühlt. 2 Monate oder so. Und auf den anderen lief es gleich Minimum 1 Monat. Also über 4 Wochen müssten es gewesen sein oder 4 Wochen. Und da haben halt Leute wirklich schon so mit der anderen, also als es dann angekündigt wurde, okay, die Aktion endet bald, bla 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 bla, dann haben Leute halt wirklich ein paar 100 Euro aufgeladen. Einfach nur quasi so, naja, ich brauche ja irgendwann in der Zukunft wieder F-Coins, ich brauche sie jetzt nicht, aber jetzt kriege ich das Doppelte für mein Geld, also lade ich jetzt einfach noch ein paar 100 Euro auf, auch wenn ich es gar nicht brauche, sozusagen. Also war halt wirklich so. Scheiß auf ETFs, investieren wir einfach in F-Coins. Yeah. Einfach Kapitalanlage in F-Coins. Ich meine, ich habe eine Hypothek auf mein Haus aufgenommen. Und was hast du damit gekauft? F-Coins. Na, aber so wirklich so. Ich konnte es damals auch nicht fassen, aber ich meine, an für sich hat es schon Sinn ergeben. Ich meine, rückblickend war es tatsächlich relativ klug, weil es gab ja nie wieder eine Cash-Up-Aktion seitdem. Also von dem her war es actually sogar gar nicht mehr so dumm. Aber dumm ist es halt von Gala, weil ich meine, schau dir mal an, was abgeht. Die Leute geben legit Geld aus, das sie eigentlich gar nicht ausgeben müssen, wollen oder sollen, sondern einfach nur, weil dieser mentale Druck dich quasi irgendwo zwingt zu sagen, hey, jetzt gibst du das Doppelte für dein Geld, nutz das noch aus, obwohl du es eigentlich gar nicht brauchst. Du willst es eigentlich gar nicht, du brauchst es eigentlich gar nicht, aber du willst einfach nur diesen Vorteil ausnutzen. Und genau deswegen macht man ja solche Sales oder solche Aktionen, weil die Leute dann eher geneigt sind zu cashen oder vor allem geneigt dazu sind, wenn sie cashen, noch mehr zu cashen, um den Bonus noch weiter auszureizen. Und also genau so funktioniert sowas, ja. Also es ist halt eine Win-Win-Situation für alle Parteien im Endeffekt. Aber aus irgendeinem Grund machen sie es nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, also ich meine, klar, damals war natürlich der Release-Hype. Also die Umsatzzahlen waren geistesgestört von dem Spiel, als es released wurde. Und ich wette, das lag auch zu einem großen Teil an dieser Cash-Up-Aktion. Ich meine, vielleicht gibt es irgendwelche Gründe, die wir nicht nachvollziehen können, warum sie das nicht mehr machen. Keine Ahnung. Weil, wenn es Gründe sind, die wir nicht kennen, dann kenne ich sie natürlich auch nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, was es da geben könnte, aber keine Ahnung. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass es da irgendwas vorgefallen ist, wodurch sie gesagt haben, dass sie es nicht mehr machen. Vielleicht gab es sehr viel Chargeback oder sowas. Weiß ich nicht. Im Nachhinein. Aber ich denke, alles in allem hat das schon sich gelohnt. Und wie gesagt, es verlangt ja keiner, dass du gleich das Doppelte für dein Geld bekommst. Ich meine, das Doppelte ist halt auch immer so krass, weil du darfst es halt mit solchen Cash-Up-Aktionen eigentlich nicht übertreiben. Weil wenn du weißt, einmal im Monat oder einmal im Jahr, zum Beispiel immer an Weihnachten oder immer zum Anniversary oder so, kriegst du das Doppelte für dein Geld, dann kreierst du halt wieder so eine mentale Blockade, so ähnlich wie den FEC-Server, wo die Leute dann sagen, okay, zu diesem Event cache ich auf jeden Fall mehr, als ich eigentlich brauche, aber außerhalb von diesem Event cache ich überhaupt nicht mehr. Und dann ist es wahrscheinlich wieder gar nicht mehr so klug, weil wenn das jeder weiß, dass es so ein feststehender Termin ist, dass du dann halt komplett während dem Jahr überhaupt keine Einnahmen hast, also gefühlt 90% der Spieler cashen während dem Jahr nicht, sondern alle warten nur auf diese eine Aktion. Und dann cashen sie ja im Endeffekt weniger, weil sie zu der Aktion ja für weniger Geld mehr F-Coin bekommen, als wenn sie quasi unterm Jahr auch noch cashen würden. Klar, die meisten Leute würden wahrscheinlich kein Jahr warten können und nicht auf einen Schlag so viel Geld ausgeben, dass die F-Coins ein ganzes Jahr reichen. Ja, aber vom Prinzip her, das wäre auch wieder nicht so klug. Aber genau deswegen macht man das ja auch nicht. Genau deswegen machen die meisten Spiele ja so 20% extra. Also entweder du zahlst 20% weniger oder du kriegst 20% mehr. Und bei 20% ist es halt so, naja, ich meine, da sagst du jetzt nicht, okay, ich cash jetzt bei einem Event 5.000 Euro und dann muss ich das ganze restliche Jahr nicht mehr cashen oder so.
ich meine, wenn es nur 20% sind, dann ist es nicht so krass. Dann casht man auch einfach mal so. Natürlich vorzugsweise immer, wenn 20% ist, aber halt auch mal ohne. Aber wenn du gleich das Doppelte bekommst, das Doppelte ist halt so viel. Ich meine, das sind literally dann 100 Euro, die du quasi in Anführungszeichen geschenkt bekommst. Das ist dann halt schwierig. Also ich meine, da würde ich auch persönlich sagen, warum zum Teufel soll ich cashen, wenn ich nur 10.000 F-Coin bekomme, wenn ich auch 20.000 kriegen könnte? Ich meine, da würde ich auch bei 20.000 cashen. Und dann halt lieber bei 20.500 Euro, als, auch wenn ich sie quasi gar nicht brauche, als dann wieder cashen zu müssen, wenn halt kein 100% Bonus ist. Aber leider machen sie halt gar nichts in der Richtung. Und was es bei Flive PC tatsächlich mittlerweile gibt, ist auch noch nicht neu. Also gibt es auch schon öfter. Gab es bei Flive PC, vor allem bei Playpark gab es das immer. Da darf man es natürlich auch nicht übertreiben. Aber was es ja auch noch so gibt, sind solche VIP-Systeme oder halt Giveaways. Mit Cash-Off-Aktionen verbundene Giveaways. Damit könntest du es halt auch noch ausreizen. Dass du nicht nur 20% mehr F-Coins für dein Geld bekommst oder so. Oder halt abwechselnde Systeme. Du kannst ja auch viele Sachen ausprobieren. Ich meine, es ist ja auch nie was in Stein gemeißelt. Du kannst es ja testen und wenn es nicht gut läuft, kannst du es ja wieder ändern. Oder was anderes ausprobieren. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Also ich finde das eh immer schwierig, wenn man sich so auf eine Sache festfährt und dann sagt, oh, das hat jetzt einmal nicht funktioniert, deswegen machen wir nie wieder irgendwas in der Richtung. Sondern man muss es halt einfach mal probieren und wenn dann was nicht klappt, dann kann man es ja ein bisschen abändern, ein bisschen variieren oder halt was Neues ausprobieren. Muss dann nicht immer dann gleich sagen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, deswegen machen wir jetzt einfach gar nichts mehr. Und du könntest halt zum Beispiel auch sowas machen, wie gesagt, ein VIP-System in irgendeiner Form einführen, weil das jetzt halt mehr so ein Mobile-Ding ist, ne, wo du so casht und dann kriegst du so Punkte dafür und dann hast du irgendwie ein VIP-Level und abhängig von deinem VIP-Level kriegst du Benefits pro Monat, pro Woche oder kriegst Bonus für Aufladungen und whatever. Ich meine, das ist jetzt mehr so ein Mobile-Ding, das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sehen bei Flive Universe. Aber was es tatsächlich, wie gesagt, bei Flive PC gab oder gibt, tatsächlich sind jetzt so Giveaways. Jeder, der in einem gewissen Zeitraum zum Beispiel F-Coin für 100 Euro auflädt, qualifiziert sich für ein Giveaway von zum Beispiel nochmal 100 Euro F-Coin. Also nochmal 10.000 F-Coin. Oder irgendein extrem seltenes oder irgendein einzigartiger Skin, den du nur über diese Methode bekommen kannst, nur über dieses Giveaway. Oder irgendwie solche Sachen. Und das könntest du ja zum Beispiel abwechselnd machen. Du machst einen Monat, gibst ein Giveaway, also literally von 1. bis 30. November zum Beispiel. Jeder, der 100 Euro casht, qualifiziert sich für Giveaway von XY. Oder kann man auch nur für eine Woche machen, aber meistens wird es wahrscheinlich in einem längeren Zeitraum mehr Sinn ergeben. Und dann können halt 10 Leute das gewinnen, von allen Leuten, die jetzt sich qualifiziert haben sozusagen. Und im nächsten Monat machst du dann kein Giveaway, aber jeder, der auflädt, kriegt einfach so pauschal 10% mehr F-Coin. Einfach 1000 Bonus F-Coin bei 100 Euro zum Beispiel. Und im nächsten Monat hast du dann wieder ein anderes Ding. Anderes Giveaway, anderes System, whatever. Also da kann man ja auch flexibel, dynamisch variieren. Und wenn man merkt, okay, die Giveaways taugen nicht, die sind zu schlecht oder die Leute haben keinen Bock drauf oder cashen da nicht wirklich, dann probierst du dann entweder die Giveaways zu verbessern oder probierst doch was anderes wieder aus und so weiter und so weiter. Also man kann ja so viel machen. Im Endeffekt kannst du einfach zu jedem anderen Videospiel gehen, gucken, was machen die für irgendwelche Cash-Up-Aktionen und das einfach klauen. Einfach so frech sein und einfach klauen. Ihr habt irgendein System, wo man irgendwie belohnt wird fürs Cashen? Das klauen wir jetzt einfach und gucken, wie es bei uns läuft. Und wenn es gut läuft, kann man es längerfristig beibehalten und ausbauen. Und wenn es kacke läuft, kann man auch probieren, es auszubauen. Oder es läuft so kacke, dass man sagt, okay, das hat gar keinen Sinn, das überhaupt nochmal zu probieren. Das verwerfen wir wieder, das ist sinnlos, das ist schlecht, das will keiner. Ja, aber wie gesagt, da muss man halt einfach ausprobieren. Und mit Battle Pässen zum Beispiel haben sie auch schon experimentiert. Es gab mal eine Zeit, da gab es 4, 5 Battle Pässe zeitgleich. Da haben sie einen Party Battle Pass gemacht, ein Upgrade, ein Piercing, ein Group Level. Also da haben sie so viel Scheiße ausprobiert. Da haben sie es auch gemacht. Irgendwann haben sie festgestellt, okay, es lohnt sich wohl irgendwie nicht so sehr. Seitdem gibt es immer nur noch einen Battle Pass. Keine mehreren mehr. Es gibt nicht mal mehr Event-Pässe, glaube ich. Event-Pässe gab es auch schon ewig keine mehr. Also gab ja auch so Pässe. Ich glaube, es gab sogar mal einen Halloween-Pass oder so. Zu Halloween, wer hätte es gedacht, der auch zeitlich begrenzt ist.
den du auch kaufen konntest und so. Machen sie mittlerweile auch nicht mehr. Die Pässe liefen wahrscheinlich nicht so gut, die hat wahrscheinlich kaum jemand gekauft. Aber da haben sie auch extrem viel ausprobiert, über 6, 7, 8 Monate oder so. 2023 war das, glaube ich. Haben sie so viel ausprobiert, so viele Sachen gemacht. Und am Ende des Tages kam ja auch das Endergebnis wahrscheinlich, deswegen sind wir jetzt wohl so, wie es ist. Ein Battle Pass lohnt sich am meisten und der muss dann einfach richtig gut sein. Und dann wird er auch gekauft, dann verdienen sie ihre Kohle und dann reicht das sozusagen. Und bei den Cash-Up-Top-Up-Aktionen müsste man es halt wahrscheinlich genauso machen. Einfach ein paar Sachen ausprobieren über ein paar Monate. Das ist quasi dein Testzeitraum. Und die Sachen, die am meisten Umsatz einfahren, muss natürlich schon deutlich, also ich meine, Umsatzschwankungen sind natürlich ganz normal. Ist ja abhängig von den generellen Cash-Up-Aktionen, was für ein Speedset wird released und so. Also darf man vielleicht auch nicht blind nur auf den Umsatz gucken. Aber, also wahrscheinlich würde dann mehr die Anzahl der Leute, die tatsächlich gecashed haben, würde wahrscheinlich eine größere Rolle spielen als der Gesamtumsatz. Aber ja, also gibt ja verschiedene Auswertungsmethoden von sowas und wäre bestimmt für alle Beteiligten positiv. Definitiv.